Wie der Wind eine Richtung findet. Ein Text zwischen Aufbruch und Ankommen. Manchmal denke ich, ich sei zu weich gebaut für so große Veränderungen. Zu durchlässig für ein Leben, das nicht mehr auf Sicherheiten setzt, sondern auf etwas, das keiner sehen kann. Auf Werte und auf ein inneres Flackern, das mich trotz aller Erschöpfung durch die Tage trägt. Ich habe mich entschieden, anders zu leben, anders denken zu üben, anders zu gehen. Und obwohl ich weiß, dass es richtig ist, spüre ich manchmal, wie alles in mir zittert vor dem, was das bedeutet. Es war keine romantische Entscheidung, kein Neubeginn im Licht einer Morgensonne, keine Blüte, die aufreißt, weil der Frühling ruft. Eher ein Losreißen, ein Aushalten der Leere, die sich einstellt, wenn das alte Leben sich bereits verabschiedet, das Neue aber noch keine Form hat. Ich hatte Angst und ich hatte Sehnsucht. Ich habe nicht losgelassen, weil ich so mutig war, sondern weil ich nicht mehr bleiben konnte. Die alten Sicherheiten schienen mir wie eingefrorene Flüsse, still und trügerisch tragend, bis irgendwann das Eis zu knacken begann. Dann stand ich da, auf unsicherem Grund, mit allem, was mir wichtig war. Gehalten von Händen, die nicht wussten, wohin. Die Richtung war da, aber da war kein Schild oder Wegweiser. Kein Versprechen, dass es besser würde. Nur diese leise Überzeugung. Ich kann nicht mehr zurück. Und so ging ich los. Ich ging los in einem Körper, der noch immer wusste, was es heißt, zu funktionieren. Der zu lange gehorcht hatte, der sich krümmte, wenn Mails kamen, der sich verspannte, wenn ein Anruf das Wochenende zerschnitt. Ein Körper, der Verantwortung trug wie ein zu schwerer Rucksack, lange bevor ich den echten Rucksack schnürte und mich in den Norden aufmachte. Ich ging durch Regen und durch Schnee, durch Tage, an denen der Wind die Gedanken zerzauste, bis keine mehr übrig blieben. Ich ging an Orten vorbei, die kein Mensch mehr aufsucht, wenn der Sommer endet, durchs Fjell, über Bohlen und durch Sumpf. Mein Leben passte in einen Rucksack. Mein Alltag wurde zu Fuß gegangen. Jeder Schritt ein Nein zu dem, was mich ausgezehrt hatte. Jeder Atemzug ein Vielleicht für das, was noch kommen kann. Was ich draußen fand, war nicht Freiheit. Es war nicht Glück. Es war nichts, was man auf Postkarten druckt oder in Gesprächen erzählen möchte. Es war ein Moment, in dem ich mich selbst wieder gespürt habe. Als jemand, der nicht besser ist als ein Schneehuhn mitten im Wacholderbusch. Nicht wichtiger als der Wind in den Bäumen. Jemand, der nichts sein muss, um sein zu dürfen. Und genau das ist das Herausfordernde. Nicht die Wildnis selbst, nicht der Regen oder der Sturm, nicht das Alleinsein, sondern das Zurückholen dessen, was ich dort draußen spüre. Zurückholen in mein Leben, in dem es keine Fjelllandschaft gibt. Das von Terminen und Einkaufsliste geprägt ist, das rauscht, aber nicht rauscht wie ein Fluss, sondern wie eine Deadline, die näher kommt. Wie kann ich draußen Teil von allem sein und drinnen nur noch eine Figur auf dem Plan? Wie schaffe ich es, nicht nur zu überleben und auszuhalten, sondern zu leben, wenn der Tag keine Aussicht hat? Wie bleibe ich bei mir, wenn niemand fragt, wer ich bin, sondern nur, was ich leiste? Ich habe keine Antwort, aber ich habe eine Richtung. Es ist dieselbe Richtung, in die neugierige Rentiere im Nebel schnaufen, in die der Goldregenpfeifer wandert, wenn der Sommer sich zurückzieht. Es ist eine Richtung, die sich nicht planen lässt, die nicht sagt, hier ist das Ziel, sondern hier ist ein Ort und hier ist noch einer und keiner davon gehört dir, aber du darfst ihn betreten. Wenn ich draußen bin, dann mag ich mich, nicht immer, aber öfter. Ich beobachte mich nicht durch die Augen anderer, sondern spüre mich durch die Haut, die friert.
durch den Bauch, der knurrt, durch die Stille, die nicht bewertet, sondern nur da ist. Ich muss nicht sein und bin doch Teil. Und manchmal, wenn ich drinnen bin, wenn das Licht der Bildschirme auf mein Gesicht fällt und die Welt mir sagt, dass ich produktiver sein müsste, lauter und sichtbarer, dann erinnere ich mich an den Wind, der mich fast von den Bohlen fegte, an die Stille einer Berghütte, in der ich zum ersten Mal wieder dachte, ich bin hier, es ist gut. Ich will nicht mehr zählen, was ich erreicht habe. Ich will spüren, was ich bewahre. Die Wärme eines Moments, in dem ich sein darf, ohne Titel in der Signatur und ohne Etikett. Mit der Kraft eines Werts, der nicht bewertet werden kann. Mit der Hoffnung, dass ich mich nicht verliere, wenn ich mich nicht inszeniere. Draußen hat mich nichts gerettet. Aber ich habe begonnen, mir zuzuhören. Und wenn ich still genug war, habe ich gespürt, ich bin nicht der Lärm in meinem Kopf, nicht der Zweifel, nicht die Angst. Ich bin das, was noch da ist, wenn der Regen aufhört. Vielleicht ist es kein neuer Weg. Vielleicht bin ich es, der einfach nur wieder zurückfindet. Zu dem, was nie ganz weg war.